jetzt haben wir einen dicken. Ach du Scheiße. Richtig dicken Fisch. Ach du dickes Ei. Da bin ich mal gespannt, ob ich den krieg. Das ist ein Hier bin ich gerade an der Mosel, wirklich sehr schön, allerdings ohne Route. Denn das Fischen an Rhein und Mosel, meiner Geburtsheimat, wo ich über 40 Jahre lebte, das interessiert mich nicht mehr so sehr. Das liegt einfach daran, dass ich mit dem Meeresvirus infiziert bin. Die Kampfkraft, die einem Meeresräuber bieten können, ist dann doch was anderes als eben das hier. Okay, Barben sind auch recht stark, aber eben auch kein Raubfisch und daher für mich als Raubfischer nicht interessant. Bald geht's für mich wieder nach Norwegen und da stellt sich doch für viele von euch die Frage, sind die nordischen Ungeheuer eigentlich wirklich so stark oder ist es das Anglerlatein von Rentnern? Auf der anderen Seite sind die Fische in tropischen Gewässern so heißblütig, dass die Bremse glüht oder, naja, ist das vielleicht vergleichbar? Und genau das will ich in diesem Video machen. Ich habe über 10 Jahre auf den Kanarischen Inseln gelebt, danach 3 Jahre in Norwegen. Ich weiß also, wovon ich spreche und was ich vergleichen kann. Um vergleichen zu können, braucht man natürlich Erfahrung. Also nicht 2, 3 Fische dieser Art gefangen und die vergleiche ich dann. Oder rein subjektiv, boah, was der gezogen hat. Sondern man braucht eine Menge von Fischen und man braucht natürlich Vergleichswerte, die sich ungefähr in Relation zueinander setzen lassen. Sonst vergleicht man schlicht Äpfel mit Birnen und das bringt nun mal gar nichts. Also habe ich mir gedacht, man sollte Raubfischer vergleichen, die ein ähnliches Habitat, einen ähnlichen Lebensraum haben und ähnliche Lebensgewohnheiten, Jagdgewohnheiten. Und natürlich, wie bei allen Sportarten des Kräftemessens, das Gewicht. Denn es bringt zum Beispiel nichts, einen 60er Barracuda mit einem 60er Pollack zu vergleichen. Und das soll auch mein erster Vergleich sein. Pollack versus Barracuda. Warum diese beiden? Beide sind Inshore-Fische, also küstennahe Raubfische. Jagen beide in erster Linie eher kleinere Fische und sind leicht mit der Angel vom Ufer zu fangen. Bevorzugen die Dämmerung zur Jagd und halten sich so ungefähr im Mittelwasser auf. Fische unter 2 Kilo zu vergleichen, macht mit den relativ schweren Routen um die 100 Gramm Wurfgewicht, mit denen ich meistens fische, relativ wenig Sinn. Nehmen wir doch einfach mal den Pollack mit 65 cm und ungefähr 2,5 Kilo. Das entspricht einem Barracuda von knapp 80 cm. Also auch dieser hätte 2,5 Kilo. Beide Fischarten sind bei gleichem Gerät durchaus in der Lage, mehrere Meter Schnur von der Rolle zu reißen. Die Fluchten des Barracuda sind am Anfang des Drills wesentlich explosiver. Dabei können durchaus mal 10-15 Meter von der Rolle gehen. Das schafft der Pollack nicht. Aber der Barracuda ermattet relativ schnell, während der Pollack bei der Landung durchaus nochmal richtig Gas geben kann. Ich sehe die Kampfkraft der beiden Fischarten bei gleichem Gewicht relativ ausgeglichen. Vielleicht mit einem leichten Plus sogar für den Pollack. Der Barracuda ist zwar schneller in seinen Fluchten, der Pollack dafür ausdauernder und kraftvoller. Wohlgemerkt beim Angeln vom Ufer bei normalen Bedingungen für die jeweilige Fischart. Wenn beide am gleichen Ort vorkommen würden, müsste die Evolution entscheiden, welche der beiden Arten die effektivere ist. Da sie jedoch völlig unterschiedliche Anforderungen an die Wassertemperatur und die Salinität haben, wird das niemals passieren. Als nächstes vergleiche ich 2 pelagische Raubfische, die man natürlich vom Ufer aus fangen kann. Und zwar den Köhler, den sogenannten Seelachs, mit dem Bonito. Beide halten sich in erster Linie offshore, also pelagisch auf, kommen aber ganz gerne mal an die Küste, um da zu jagen. Ja, und beide jagen auch ganz gern bei Tageslicht. Bei diesen beiden Vergleichsfischarten könnte es sogar rein theoretisch, ja vielleicht sogar praktisch so sein, dass sie am selben Ort zur selben Zeit vorkommen. 15 Grad Wassertemperatur und wechselnde Salinität vertragen beide. Vielleicht hat ja sogar einer von euch die beiden Fischarten an einem Tag gefangen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare mit Link zu einem Video. Vom Ufer aus sind Großköhler wirklich ernstzunehmende Gegner. Ähnlich wie der Pollack, mit dem sie auch verwandt sind, bieten sie kraftvolle Fluchten, bei denen oft mehrere Meter Schnur von der Rolle gerissen werden. Als pelagischer, freiwasserschwimmender Dorschartiger zeigen Großköhler allerdings noch mehr Ausdauer. Doch weder hinsichtlich der Ausdauer, der Kraft und der Länge der Fluchten ist das mit einem atlantischen Bonito in ähnlicher Gewichtsklasse zu vergleichen. Ein 4 Kilo Seelachs wird dir nicht 30 oder mehr Meter Schnur von der Rolle reißen und er wird dich auch nicht länger als 10 Minuten beschäftigen. Der atlantische Bonito war jahrelang im Drill mein Angstgegner, weil er blitzschnell die Richtung wechselt und am Ufer gezielt Hindernisse aufsucht. Der Seelachs hingegen ist ein sogenannter Gentleman Fighter.
Der atlantische Bonito ist also unbestreitbar der stärkere Fisch. Das sind die insgesamt 4 Fischarten, die ich mir ausgesucht habe. Aber haben wir da noch einen Vergleichswert? Ja, den Angler. Denn der Norwegenangler ist nicht unbedingt der Mittelmeer- oder Kanaren- oder Atlantikangler. Der Norwegenangler ist halt mehr ein älterer Angler, der vielleicht auch ein bisschen gemütlicher ist und selten an schwierigen Stellen am Ufer unterwegs ist. Insbesondere auf den Kanaren ist es viel anstrengender, überhaupt den Spot zu erreichen. Allein daran würden viele Norwegenangler schon scheitern. Dann brauchst du viel, viel mehr Würfe, um zum Fisch zu kommen, weil die Fische vorsichtiger sind und weil die Bestände eben geringer sind als in Norwegen noch. Und du musst dich oft einer viel stärkeren Brandung entgegenstellen, beziehungsweise nicht weggespült werden vom Stein. Kannst du natürlich auch in Norwegen haben, aber da meidest du in der Regel solche Stellen. Am Mittelmeer und am Atlantik angelst du oft bei glühender Hitze stundenlang. Auch das ist viel anstrengender. Also auch hier sollte man das vergleichen, denn unter Umständen ist vielleicht gar nichts das temperierte Wasser für dich. Und hast du mein Urteil so erwartet oder siehst du es vielleicht komplett anders, weil du andere Erfahrungen gemacht hast? Aber bedenke, Einzelfälle sind nicht unbedingt die Regel. Gerade hier am Süßwasser kennst du es vielleicht, der Zander. Du fängst mal einen 70er Zander, der gibt richtig Gas, der nimmt dir sogar Schnur von der Rolle. Und dann fängst du wieder einen 70er Zander, der poppt Kiel oben an der Oberfläche hoch. Oder hast du dir vielleicht einen anderen Vergleich erhofft? Wie sieht es denn eigentlich mit dem Dorsch aus? Ja, den Dorsch, den habe ich da komplett rausgelassen, weil ehrlich gesagt, beim Dorsch macht es nur das Gewicht. Ich habe einen Dorsch von 11 Kilo gefangen und wusste bis zur Oberfläche nicht, ob ich ein Bündel Kraut, ein Stück Holz, einen Gummireifen, was auch immer dran habe. Der Dorsch ist für mich einfach kein Fighter. Und der meiner Meinung nach stärkste Fisch, der sowohl im kalten Norden als auch im Süden vorkommt, ist die Makrele. Nächste. Ich kenne keinen stärkeren Fisch bezüglich Fischgewicht zu Kampfkraft. Bis zum nächsten Video.